Willkommen bei uns bei Roadhouse Bus. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute geht es um was ganz Interessantes, nämlich wir werden auf unseren T3-Bus das Hochdach montieren. Und ich denke, wir haben an alles gedacht. Wer noch Fragen hat, stellt die einfach in den Kommentaren. Ansonsten viel Spaß beim Video. Ja, zuallererst mal natürlich Dach auf dem Kopf, absichern, dass es nicht umkippt. Dann ist wichtig, dass man gut arbeiten kann, genug Platz hat. Ich würde es nicht aufhängen, weil es könnte natürlich runterfallen. Deswegen haben wir uns für die Methode hier entschieden und hat am Ende auch sehr gut funktioniert. Was wir wollen, ist diese Klebereste hier zuallererst mal entfernen. Das war ja montiert auf einem anderen T3-Bus und der hatte... der Vorbesitzer hat mir das sozusagen abgebaut, rausgeschnitten und jetzt muss mit einem Cuttermesser und mit viel Fummelei dieses alte Sikaflex entfernt werden. Aber ihr seht ja, das funktioniert sehr, sehr gut mit dem Cuttermesser. Ja, und da schneiden wir das jetzt Stück für Stück raus. Ja, und was natürlich nicht fehlen darf bei guter Arbeit, ist ein gutes Bier. Prost! So, dann geht's weiter. Und zwar entfernen wir die restlichen Sikaflex-Teile, also den Sikaflex-Rest, der da bleibt, mit einem Folienradierer. Ich weiß, man nimmt normal nicht die Bohrmaschine, der nutzt sich schnell ab, aber wir kommen halt so viel schneller vorwärts, nimmt man halt einen Folienradierer mehr und am Ende ist das Dach wunderschön sauber, wie ihr seht. Als nächstes geht es darum, den Untergrund vorzubereiten. Wir arbeiten jetzt am Ende mit Epoxidharz und Glasfasermatten, um einfach die Stellen auszubessern, wie ihr seht, die nicht mehr da sind. Die müssen halt ersetzt werden, damit das Dach wieder vernünftig sitzt. Epoxidharz mischt man im Verhältnis 2:1. Dafür kann man eine Küchenwaage nehmen, hat gut funktioniert bei uns. Einfach die gewünschte Menge anrühren und dann natürlich auch schnell verarbeiten. So, wenn man mit Epoxidharz arbeitet, muss man von der Stelle her, die man ausbessern möchte, hin zum Rand schräg abschleifen, sozusagen, dass man mehrere Platten von dem Glasfaser übereinander kriegt und trotzdem noch eine gerade Abschlusskante am Ende rausgeschliffen kriegt. Ein Tipp, nehmt unbedingt eine Rolle. Ich habe mich leider hier mit dem Pinsel versucht, ist wahnsinniges Gefummel. Nehmt eine Rolle, damit funktioniert es definitiv besser. Ataka! Mali! Mali, komm! Mali, komm mal her! Ataka, Mima! Ataka! Mali, hier! Mali, komm! Komm mal her! Jetzt kommen wir zu dem wohl schwierigsten Teil der ganzen Operation, beziehungsweise dem, wo wirklich nichts schief gehen darf. Wir machen den Dachausschnitt. Da gibt es beim T3-Bus zwei Möglichkeiten. Das ist sicherlich bei allen anderen Bussen irgendwie verschieden. Da müsst ihr irgendwie in die Papiere gucken von den Hochdächern. Auf jeden Fall beim T3 gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten, den langen und den kurzen Dachausschnitt. Der lange, den machen wir nicht, weil hier müssten wir Spriegel verschweißen und diese Spriegel, das ist mir einfach zu viel Arbeit und auch nicht vonnöten, weil dann wird es innen drin ein bisschen flacher. Wir lassen das, wir gehen oben drauf aufs Dach
und nehmen den kleinen Dachausschnitt. Und der ist in den Maßen vorgegeben bei Raimo, also lang 1,10 Meter und breit 1,04 Meter. So, und jetzt machen wir das Loch da rein. Unbedingt mehrfach messen, abkleben nochmal, so dass ihr euch wirklich komplett sicher seid, dass das so sein soll, weil zurück gibt es nicht oder zumindest nur mit sehr viel Arbeit. Und dann geht's los. Wir haben zuallererst mal eine Karosserieschere probiert, eine oszillierende, aber mit der kommt man nicht weit, also zumindest beim T3. Wenn ihr eine neue Karosserie habt, die dünner ist, dann geht das. Beim T3 funktioniert das nicht. Fazit, mit dem Ding kommt man nicht durch. Sind wir schon durch? Nee, ich mache erstmal die Linie her. Aber ich versuche mal tiefer zu. Deshalb nehmen wir die Stichsäge. Dazu eine Anmerkung: Bei mir im Bus ist unterhalb des Daches Alubutyl und Armaflex verklebt. Deshalb besteht auch nicht die Gefahr, dass sich das Dach durch die Hitze an der Schnittstelle verzieht. Bei neuen Autos mit weniger Blech solltet ihr besser die Karosserieschere nehmen und dort wirklich langsam arbeiten, damit sich die Karosserie nicht verformt. Die Stichsäge ist weitaus schneller, aber braucht natürlich auch ihre Zeit. Arbeitet langsam, arbeitet sorgfältig, alles was weggeschnitten ist, kann man nicht mehr ersetzen. Für die Stichsäge müssen wir in den Ecken Löcher bohren, damit wir dort mit dem Sägeblatt eindringen können. Bei dem letzten Teil des Dachausschnitts, also sprich, wenn es durchgesägt wird, unbedingt darauf achten, dass von unten abgestützt wird, entweder mit Pfeilern oder von jemandem, der im Auto sitzt und das Dach sozusagen abfängt. Nach mindestens 24 Stunden Trockenzeit können wir dann also die Glasfasermatten mit dem Epoxidharz bearbeiten. Das heißt, wir schneiden erstmal grob den Überstand ab und schleifen dann Stück für Stück das Stück ein, bis wir wieder eine gerade Oberfläche haben, die wir vernünftig auf den Bus montieren können. Die Schleiferei ist natürlich eine Geduldsaufgabe, aber mit einer ordentlichen Schleifmaschine und genug Zeit, einem schönen Bierchen, kriegt man es gut hin. Danach müssen wir das Dach vorbereiten, das heißt, wir rauen den Lack an, da wo das Dach später aufgeklebt wird, und lackieren natürlich auch den Dachausschnitt. Das heißt, wir haben die Löcher gebohrt, wo später der Holzrahmen reinkommt, und haben es grundiert damit eben und später auch lackiert, damit eben hier kein Rost entstehen kann. Der wohl schwierigste Schritt, das Dach auf den Bus zu montieren. Ganz wichtig, klebt den Bus ab. Die Grundierung von Sikaflex kriegt ihr nicht mehr runter, der Lack ist danach hin. So, dann kommt ein Film drauf, ein durchsichtiger, den seht ihr jetzt nicht. Danach kommt die schwarze Grundierung drauf und danach fangen wir dann an, mit Sikaflex zu arbeiten.
Sikaflex wird nach Bauanleitung aufgetragen. Es ist relativ viel und steht in der jeweiligen Bauanleitung der Dächer dann mit drin. Unbedingt genug Leute dabei haben, wenn ihr das Dach aufsetzt, damit 4 Mann, 4 Ecken mindestens, einer in der Mitte, damit es dann gerade sitzt am Ende. Für uns war es ein bisschen schwierig, aber wir haben es gut hinbekommen. Sobald das Dach richtig sitzt, wird eben von außen auch noch mit Sikaflex gearbeitet. Innen drin nimmt man das weiße Sikaflex für den Innenraum und außen das UV-beständige schwarze. Und hier ist wirklich wichtig, klebt den Bus ab, klebt auch das weiße Dach ab. Ich habe es nicht gemacht, es ist eine Höllenarbeit am Ende. Danach ist wichtig, das Dach mit Spanngurten am Bus zu verspannen sozusagen und so mindestens 48 Stunden stehen zu lassen, damit das Sikaflex durchtrocknen kann. Im Innenraum müsst ihr dann mit dem weißen Sikaflex arbeiten. Nehmt unbedingt eine akkubetriebene Kartuschenspritze, weil per Hand ist es nicht möglich. Ihr braucht hier 11 bis 15 Kartuschen, insofern nehmt die elektrische. Wenn man nicht richtig abklebt, hat man danach sehr viel Arbeit. Mit dem Folienradierer geht Sikaflex sehr gut ab. Ja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Linie ist wieder gerade. Halbwegs. Ja, auch wenn es viel Arbeit war, hat sich wie immer gelohnt. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie wir den Innenausbau machen und wie wir ins Hochdach das Bett integriert haben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder zuschaut. Lasst uns ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Alessandra und Björn.